spirituelle Jahresausbildung bei Jesus Lopez ist ein Highlight in meinem Jahr, denn sie lässt mich wachsen, sie lässt mich in allen Bereichen, in denen ich es mir gewünscht habe, über mich hinauswachsen. Jesus versteht es durch seine herzliche Art und auch durch sein großes Fachwissen und seine Praxiserfahrung, mich immer wieder über meine Grenzen hinauszubringen. Und er schafft es eben durch eine Vielzahl an Übungen, an Meditationen, unterstützt durch Geistheilungstage, die ich sehr empfehle, ergänzend zur Ausbildung zu machen, auch durch Theorie und durch die schöne Führung der Gruppe, das so voranzubringen. Es ist eine Vielzahl an Themen. Es fängt an vom einfachen Spüren der Energiefelder. Es geht bis hin in die 5. Dimension, in Aura-Chirurgie und Sachen, von denen ich mir nie habe träumen lassen, dass ich das auch selbst mal anwenden kann. Und was sehr, sehr wichtig ist, nebenbei zu üben, mit vielen Leuten, unterschiedlichen Leuten oder auch engen Vertrauten immer wieder zu üben. Das ist so das Salz in der Suppe. Vielen Dank, dass ihr das anbietet. Also während dieser Jahresausbildung mit Jesus habe ich eine ganz starke Bewusstseinserweiterung erzielen können, auch ein intensives Fühlen und meine spirituelle Arbeit mit mir und mit dem Leben hat sich auch ganz intensiviert. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Seele mich zu dieser Geistheilerausbildung geführt hat. Und ja, es macht ganz viel Freude. Und man merkt auch gerade, dass Jesus wirklich eine ganz, ganz starke Energieübertragung schafft. Durch Handauflegen, aber auch durch die pure Anwesenheit von ihm. Dass da ganz, ganz viel Klärung in das persönliche Energiefeld kommt. Und dass man gesunden kann. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Insofern ist es ganz, ganz entscheidend, dass man praktisch an allen 3 Bereichen arbeitet, weil durch die Anforderungen des 21. Jahrhunderts ist es immer wichtiger, sich mit dem Bewusstsein und der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und dafür ist es ein sehr wunderbarer Weg und eine wunderbare Ausbildung. Ja, ich habe ja die Ausbildung bei Jesus gemacht und beim letzten Modul hat sich wahnsinnig viel getan. Wir haben verschiedene Übungen gemacht und ich habe abends schon gemerkt, als ich nach Hause kam, dass mein Brustkorb vor Weite fast explodiert und ich eigentlich wie in Glückseligkeit war. Und 2 Tage später ist bei mir die Liebe eingeschlagen. Also wirklich sehr, 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 sehr überraschend, obwohl ich diesen Mann schon lange kannte. Aber es ging dann Knall auf Fall. Es war auch wirklich nicht zu erklären. Und seitdem bin ich in Liebe und mein Herz darf sich immer weiter öffnen. Ich hatte vorher Angst und und ich glaube auch, dass ich das Gefühl habe, dass ich lieben kann. Ich hatte heute eine Sitzung und ich wusste vorher gar nicht, was ich für Themen nehmen soll. Dann ist mir eingefallen, Eidechsen und Schlangen, meine Angst vor Eidechsen und Schlangen, diese Phobie zu behandeln. Zum x-ten Mal, ich habe das schon so oft versucht zu behandeln. Und wir hatten eine Zeitreise und ich ging in die Vergangenheit und dann stehe ich in dieser Vergangenheit in einem früheren Leben und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen, ich konnte mich nicht mehr sprechen. Mein Mund war wie zugenäht, ich hatte Schüttelfrost, ich hatte solche Angst. Ich dachte, ich falle um, vor lauter Angst und schlecht. Und dann ist Jesus gekommen und tippt mir auf die Schulter und sagt, stell dir jetzt vor, du bist tot. Und ich denke, der spinnt, warum? Ich kann mich doch jetzt nicht totstellen. Und dann habe ich gesehen, ich liege am Boden. Die Eidechsen und die Schlangen sind überall auf meinem Körper herumgekrochen, in jede Öffnung reingekrabbelt. Und dann sagt er, so, tippt mir auf die Stirn und sagt, so, jetzt stell dir vor, du bist tot. Und dann habe ich gesehen, wie ich aus meinem Körper rausgeschlupft bin und schaue mich von oben an. Und dann musste ich zu lachen anfangen. Und denke ich, das ist ja egal, wenn du tot bist, fressen dich sowieso die Würmer. Und es war lustig, ich musste lachen, ich musste über mich selber lachen, weil wieso habe ich da solche Angst? Wenn du tot bist, bist du eh tot. Dann ist es ja wurscht, was danach passiert. Und es war eine Heilung, ein Aha-Effekt. Ich konnte
nie das Wort Eidechse schreiben. Ich habe danach das Wort Eidechse schreiben können. Ich habe im Internet geschaut und Schlangen und Eidechsen gegoogelt und habe die Bilder mir angesehen und ich konnte die ansehen, ohne eine Hitzewallung zu bekommen. Ganz normal. Mein Magen war ganz ruhig, ganz normal. Ich konnte diese Bilder anschauen und es war sowas von befreiend und erlösend und erleichternd und ich musste dann lachen und denke ich, wie eingesperrt, wie klein war ich vorher. Ich traute mich nicht in den Garten zu gehen, ich kann nicht auf Urlaub fahren, weil überall sind diese Tiere, wenn du am Strand gehst. Ich habe überall die Eidechsen gesehen und also danke, 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 Jesus. Du hast gestern deine Erfahrung mit der Timeline gemacht. Kannst du uns da kurz was zu sagen? Ja, also für mich war das wirklich ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Am Anfang ist es mir ganz arg schwer gefallen, überhaupt in so ein, also in das Ereignis oder in die Zeit reinzugehen. Also ich habe dann auch mehrmals das versucht abzubrechen, gedacht, dass ich mir jetzt ein neues Thema dann doch lieber ein neues Thema hätte. Und dann sind wir immer hin und her gesprungen von den Orten und ich habe einfach ich habe nichts gespürt und dann, wo ich dann zu dem Punkt gekommen bin, dann hat es angefangen, dass eigentlich meine Füße sich bewegt haben und dann kam so ein Bild von einem Galgen und ich dachte mir, das ist ja jetzt ein typisches Klischee, das kann ja jetzt nicht sein und dann ist es aber nicht weggegangen und dann wusste ich aber auch nicht, wer ich bin und wusste ich nicht, ob ich jetzt im Galgen bin oder davor und dann hatte mich die andere Schülerin, die das mit mir zusammen gemacht hat, dann aber gemeint, aber komischerweise hältst du die ganze Zeit deine Hand an deinem Hals. Und dann wurde mir auf einmal bewusst, dass ich ja in dem Galgen hänge. Und auf einmal habe ich dann gespürt, dass ich da selber drin hing. Und dann hat sie mich gefragt, ja, warum denn? Was hast du denn getan? Und dann wurde mir auf einmal bewusst, dass ich nichts getan habe, dass ich da unschuldig also mir ist nicht eingefallen, was ich denn getan haben könnte. Und dann kam die ganz große Traurigkeit hoch und ich musste anfangen zu weinen und wurde bewusst, dass ich da einfach unschuldig im Galgen hänge. Und dann war aber auch schon die Session vorbei. Und dann hat Jesus mich dann halt aufgerufen und das war dann also richtig krass für mich, also weil er mir dann auch so eine Schlinge umgelegt hat und mich dann auf die Stirn geschlagen hat und mir auch gesagt, ich sei tot und auf einmal war das gar nicht mehr so schlimm und was auch ganz arg eindrücklich war, dass er die Gruppe dann aufgefordert hat, einen Kreis um mich zu bilden und mich sozusagen frei von der Schuld einfach zu sagen, dass ich unschuldig bin und dass ich frei bin und also das war ganz arg berührend und und dann auch später, als Jesus mich gebeten hat, das Seil durchzuschneiden, also symbolisch. Also ich dachte erst, mit so einer kleinen Schere kann ich doch kein so großes Seil durchschneiden, aber das hat dann trotzdem geklappt und dann habe ich es auch einfach irgendwann mal weggeworfen. Und was mir halt noch schwer gefallen ist, einfach zu sagen, dass ich unschuldig bin. Und das war wirklich ganz arg berührend und also eine ganz arg tolle Erfahrung für mich.